Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind wieder die beiden Stooges von Piranha Bytes und erzählen euch heute was über Projektstart. Wie fängt man eigentlich an, ist häufig immer die Frage. Stimmt, das werden wir wirklich oft gefragt. Das werden wir sehr häufig gefragt. Wie fangt ihr eigentlich an? Nimmt ihr einen leeren Zettel oder so? Ja, so ein bisschen ist das tatsächlich so. Na? Aber das werden wir gleich nochmal beleuchten. Wir haben nämlich weniger als 100 Leute gefragt. Ja? Wie planst du deinen nächsten Urlaub, um mal so zu hören, ja, wie andere Leute ihre Planung machen für Projekte? Und die haben Folgendes gesagt. Ich bin ein sehr durchgeplanter Mensch. Also das ist ja leider das Beängstigende. Ich bin schon fast bürokratisch. Weil, also ich nehme halt alles in die Hände. Meine Frau, die erinnert sich an alles, die weiß alles, ja. Also die kannst du ein halbes Jahr später fragen, wo habe ich jetzt das hingelegt? Die sagt, ja, der Schrank, zweites Fach, und ne, passt alles. Aber ich bin halt so der Bürokratische. Ich muss halt immer alles schon durchgeplant haben. Muss immer so die Fuchtel auf allen Rechnungen und Fahrplänen und dann ist das gut. Ich plane nie. Nein, kommt immer drauf an. Events sind bei mir eigentlich, muss ich meinen Urlaub für verplanen. Ich habe eigentlich keinen richtigen Urlaub. Ich habe auch immer geplant, immer wieder mal ins Ausland zu fahren. Das ist schwierig. Meinen nächsten Urlaub, den plane ich am besten so, dass ich genug Zeit habe, mir in Ruhe alles zu organisieren. Mein Urlaub wird wahrscheinlich bei der Community sein oder halt bei engen Freunden. Meistens plant den Wargaming. Oder die Community. Meistens, indem ich gucke, wann ich frei habe. Und dann gucke, was ich mir leisten kann. Das ist ganz simpel. Spontan. Der Urlaub ist schon geplant, wir fahren wieder nach Bayern, klar, und so. Aber ja, spontan ist eigentlich schon die Planung. Ich und planen. Und Urlaub, keine Ahnung, was das Wort heißt. Nein, meine Planung. Möglichst spontan gucken, ob man Bock und Zeit auf die Sachen hat. Es sollte kalt sein. Es sollte kühl sein, es sollte schattig sein und nicht irgendwie Strand, sondern schön irgendwie alte Burgen oder so. Also Schottland ist immer schön, ja. Urlaub. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe, aber das gibt's nicht. Nee. Mein nächster Urlaub wird ganz spontan. Rucksack, Bahnhof, Flughafen, Flug suchen, wegfliegen. Ja, Urlaub ist wohl etwas komplizierter, ne? Wenn es überhaupt stattfindet, bei meinen Leuten. Das stimmt. Und ja, ist offensichtlich nicht so ein großes Projekt, wie man denkt. Und was mir dazu gleich einfällt, ist, dass viele Leute irgendwie denken, wenn ein Projekt wie unseres, ne, also die Spieleentwicklung eines Projektes endet, also es ist released, das Spiel steht im Laden, so, fahrt ihr dann eigentlich alle in den Urlaub? Und die Antwort darauf ist ganz klar, nein. Das machen wir nicht. Also ein Projekt, das wird immer so konzipiert, dass es sich natürlich ein bisschen überschneidet, denn irgendwie müssen wir immer an etwas sitzen, damit wir auch immer irgendwie von irgendwas leben. Ich hatte jetzt erst so Warmes gedacht, wie formuliere ich das? Aber ja, genau, aber das unser Hirn ist Matsche. Ne, das trifft es auf den Punkt. Ja. Also fangen wir auch frühzeitig mit so einem Projekt an. Was ist denn das Erste, was man macht? Irgendwie brauchst du eine Vision als allererstes von dem, was überhaupt gemacht werden soll. Das heißt also, du musst dir irgendwie Gedanken darüber machen, was genau willst du machen, was soll dabei rauskommen, welche Leute sollen da das Ding kaufen oder oder spielen, ne? Oder so Dinge wie, in welchem Setting soll das stattfinden, in welchem, was weiß ich, in welcher Epoche soll das stattfinden, zeitlich gesehen auch, ja, oder welche Environments, das heißt, in welcher Welt soll das spielen, solche Dinge. Das heißt, das gehört alles zur Vision und die Vision muss erstmal formuliert werden. Fängt man erstmal mit an, ja, was soll das überhaupt für ein Spiel werden? Für welche Plattform soll das sein, ja? Also ein Ego-Shooter beispielsweise kann man mit VR umsetzen. Ein Third-Person-Rollenspiel auch bedingt. Sollte man vielleicht vorher festlegen. Gehört mit zur Vision. Ja? Das heißt, dass man halt guckt, was will man überhaupt machen. Im Falle von Piranha Bytes war es ja jetzt meistens ein Open-World-Rollenspiel mit Freiheiten und mit Gilden und mit unterschiedlichen Ländern, die unterschiedliche Klimazonen haben und. Also
das heißt, wenn wir jetzt unser nächstes Projekt machen, wo wir auch schon dran sitzen, ja, dann hat man schon so eine grobe Vorstellung, eine grobe Vision, was ein Piranha-Bytes-Spiel sein wird, ja. Und da werden wir uns auch nicht so weit von unseren Vorgängern entfernen, ja, von der Sache selbst, von der Zur Vision gehört auch, dass man Dinge verbessern möchte. Das heißt also, die Kritiken, die auf einen so einprasseln oder die halt man bekommt, die Leute einen erzählen, was sie halt nicht gut fanden oder auch was sie gut fanden, das gehört dann auch alles mit dazu, dass man das alles mal aufschreibt, jeden Einzelnen hier mal befragt, was hast du denn jetzt davon gehalten das letzte Mal und so weiter, wenn man ein Vorgängerprojekt hat. Ne? Aber in unserem Fall ist das ja seit Gothic 1 immer der Fall gewesen. Ne? Logisch. So, und ja, dann muss man als nächstes, wie macht man das denn? Mit wem macht man es vor allem? Das heißt, man muss erstmal die Ressourcen klären. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für alle Neulinge, denn irgendwie gefühlt über 50% der Leute stolpern genau über diesen Punkt. Wenn man eine Vision formuliert hat, die nicht umsetzbar ist, dann ist sie auch nichts wert. Ja. Das heißt, man muss genau gucken, wie viel Personal soll denn wie lange, wann, woran genau sitzen und was können wir uns denn dann leisten? Ja? Wie viele Monster können wir denn stemmen? Wie viele Länder können wir denn packen? Und so weiter und so fort. Und das ist genau das Thema Ressourcen. Ja. Was können wir davon, von dem, was wir uns vorgestellt haben, dann tatsächlich auch umsetzen? Und in welcher Zeit? Gehört auch mit zur Planung eines Projektes beim Projektstart. Aufzuschreiben, wer kann welche Tasks überhaupt stemmen. Ja? Man muss es erstmal runterbrechen, man muss erstmal gucken, was muss man alles tun. Und dann muss man auch auf die entsprechenden Experten hören und ihre Einschätzung, wie lange sie für einen Task brauchen, erfragen. Die weiß man manchmal selber. Also ich habe mittlerweile Erfahrung damit, zu bestimmen in meinen Projektplänen, wer jetzt wie lange für etwas braucht. Das hängt dann auch manchmal noch von der Person selber ab. Der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer. Der eine ist ein Träumer, der andere ist sehr diszipliniert. Ja, also da gibt's halt unterschiedliche Charaktere, die alle ihre Qualitäten haben, selbstverständlich. Aber man muss sie in der Planung berücksichtigen. Nee, gib dem das nicht, der braucht zu lange. Gib das lieber dem anderen. Ach nee, gib's doch lieber der macht's gründlich. So, ja, also so ungefähr. Wie lange brauchst du denn dafür? Ja, 3 Wochen. Ich brauch's in 2. Komm, ich mach's dir in einer. Ich mach's dir in einer, wie Scotty im Maschinenraum, ja. Aber meistens dann bei der Planung dann auch 50% obendrauf. Völlig egal, was derjenige sagt. Völlig egal, was du selber glaubst, wie lange es dauert. Es dauert immer länger. Immer. Und deswegen, ja, bei der Zeitplanung 50% obendrauf, da bist du eigentlich beim relativ realistischen Ergebnis. Klingt viel, ist aber tatsächlich in der Realität mit allem, was dazu gehört, schlechte Tage, heiße Tage, Geburtstag von der Oma, krank und Urlaub, sehr realistisch, wenn man einfach mal 50% dazu nimmt. Und dann landet man, wenn man den ernst nimmt, ja, auch irgendwo in einer realistischen Ecke. Gut, da hat man die Ressourcen geklärt, kurz und knapp, ja. Dann muss man das Gameplay auch noch bestimmen. Das heißt also, worum geht's eigentlich dabei? Was genau soll das Ding denn überhaupt, was kann man machen, das Everyday Life in dem Spiel, ne? Rumlaufen, kämpfen gegen Monster, mit Leuten labern, fliegen, mit dem Auto fahren, also irgendwann muss man festlegen, ne? Und die Sachen, die muss man dann halt auch entsprechend so dimensionieren und die Tasks so aufbereiten, dass sie dann auch sehr frühzeitig da sind, weil die Sachen im Gameplay brauchen ganz, ganz früh einen Prototypen, damit die restliche Welt, also die Piranha Bytes Welt, die restliche, darauf reagieren kann. Beispiel. Gothic 3 hatten wir geplant, vom Gameplay her ein Pferd einzubauen. Da sind wir halt und ausgegangen, dass wir da auch ein Pferd kriegen. War aber so nicht, haben wir nicht hingekriegt. Trotzdem ist die Welt so groß geworden, ne? Und es war auch gut, ne? Aber ich glaube, irgendwie 100 Spielstunden war das Ding nachher und so weiter, ne? Also es war schon riesig. Es war halt darauf ausgelegt, ein Pferd zu haben. Wäre vielleicht schon schlau, es vorher zu wissen. Ne? Jetpack, auch so ein Beispiel. Wenn du Jetpack sehr früh in einer frühen Phase von Elex hast, ja, dann hast du auch eine Wahrscheinlichkeit, okay,
größere Wahrscheinlichkeit, die Welt auch entsprechend zu dimensionieren, dass sie dann noch Spaß macht. Und man sich nicht in der Weite der Langeweile irgendwie verliert oder dass die Welt vielleicht zu klein ist, dass man mit dem Jetpack einmal hin, einmal zurück, das war's jetzt. Und nicht nur das muss man frühzeitig machen halt. Genau, wenn du so ein Feature hast wie zum Beispiel das Jetpack, kannst du ja nicht nur irgendwie die Weltgröße darauf anpassen, sondern auch viele Dinge bauen, die genau für das Jetpack gemacht sind, ne? Plateaus und verschiedene Rätsel oder so, die nicht mal Hauptstory-relevant sein müssen, aber die Welt bereichern, weil sie auf das Jetpack ausgelegt sind. Wenn du sowas halt frühzeitig hast, dann kannst du das einbauen, testen, schon mal gegenspielen und dann macht so ein Feature natürlich auch viel mehr Sinn. Anstatt dass es ganz zum Ende des Projekts nochmal eben reinwandert, kein Mensch hat es berücksichtigt, das ist natürlich dann schlecht, ne? Gut, als nächstes muss man das Ganze ja auch finanzieren. Ja? Das heißt, man muss pitchen. Wenn man selber die Kohle hat, braucht man das nicht. Ne? Aber wenn man einen Publisher davon überzeugen will, dann muss man den Sermon, den man sich hat einfallen lassen, dann irgendwie auch zu Papier bringen. Am besten mit Bildern oder mit bewegten Bildern sogar noch, dass man Prototypen vorweisen kann, wie die grafische Qualität nachher aussehen soll. Ja? Und dann geht man los und pitcht. Und wenn die Finanzierung dann steht, das heißt der Publisher in dem Fall oder der Geldgeber im Allgemeinen, gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, findet das gut, okay, unterzeichnet das, dann kommt das nächste. Ja, dann kannst du anfangen in die Pre-Production zu gehen. Dann kannst du schon mal die ersten Sachen bauen. Worum wir uns projektintern bei Piranha Bytes Spielen auf jeden Fall sehr frühzeitig kümmern müssen, ja, und was sehr früh bekannt sein muss, ist das Setting und das Weltdesign. Das heißt, wie viele Länder haben wir, was genau passiert da, welche Topologie gibt es da, welche Klimazonen gibt es da, das heißt, welche Bäume sollen wir bauen, sollen wir Tannen bauen, sollen wir Laubbäume bauen. Das muss man sehr frühzeitig festlegen, man muss die Dimensionierung festlegen, man muss festlegen, wo welche Städte sind, man muss festlegen, wo es Mini-Locations gibt, wie die aussehen, ob es jetzt irgendwie, was weiß ich, radioaktive verseuchtes Gebiet ist oder ob es eine Wüste sein soll und. Die Sachen müssen ganz frühzeitig da sein. Dann muss auch ganz frühzeitig da sein, welche Gilden es gibt, damit wir auch wissen, welche Rüstungen wir bauen müssen, ja, und wie die aussehen. Und die Story muss wissen, wie die drauf sind, die Typen, damit sie die entsprechenden Missionen dann auch einbauen und Geschichten erzählen, so, ja. Und viele glauben ja, dass die Geschichte zuerst da ist, ne? Und haben unheimlich viele Ideen für Geschichten, aber so läuft das nicht. Es läuft genauso, wie wir das hier sagen. Ja? Man kann eine Vision, in der Vision auch schon mal eine grobe, coole Sachen irgendwie oder eine grobe Geschichte formulieren, wie man sich das vorstellt. Aber das feine Ausarbeiten der Geschichte selber, das kommt erst später. Ne? So, also das heißt erst grob, dann feiner, ne? Viele bereichsübergreifende Inhalte, die man da erzählt, wie zum Beispiel, da muss unbedingt irgendwie die Ork-Herde gezeigt werden, wie sie über die Berge kommen und irgendwie die ganzen Leute, die ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Das musst du sehr frühzeitig festlegen. Weil man da auch natürlich nochmal unterscheidet zwischen Hauptstory und Unbedingt. Ne? Denn klar wissen wir, worum es in dem Spiel gehen soll. Darauf ist ja das Ganze ausgelegt. Die unterschiedlichen Gebiete, die haben auch immer ein unterschiedliches Thema. Ja, die haben unterschiedliche Probleme und die brauchen sie auch, sonst wären sie nämlich langweilig. Ja. Und diese Dinge, die werden erst grob und dann richtig fein ausgearbeitet und dann entstehen automatisch schon Charaktere, die dahin müssen. Und wenn du den Charakter hast, der dahin muss, dann und du weißt, welche Probleme der hat, dann entsteht auch schon fast von alleine der entsprechende Dialog mit der entsprechenden Quest dazu. Das ist alles viel einfacher, wenn man in dieser Reihenfolge solche Sachen designt. Was auch sehr frühzeitig klar sein muss, ne, ist, ja, wo ist er? Das Kerlchen hier, ne? Ja, das Senfköpfchen. Ich meine, das ist das Cover von Elex, ja, und da ist zu sehen, ja klar, Setting, Welt, bla, Sülz, ja, aber der Typ, wen spiele ich überhaupt, ja? Das muss man sehr, sehr frühzeitig festlegen. Und unterwegs das nochmal zu ändern, weil man jetzt irgendwie auf die Idee kommt, irgendwie, oh, ich glaube, ich möchte doch lieber einen Katzenmenschen machen, ja, keine gute Idee. Frühzeitig festlegen, was ist es? Wie sieht der aus? Das heißt, zumindest Referenzen aus dem Internet oder so zusammensuchen, dass man sagt, okay, so, das ist unsere Vision. Und das muss sehr frühzeitig dann auch festgelegt werden.
was der will, was der für Intentionen hat, wie sein Character Diamond aussieht, sonst ist er ein flacher Charakter. Das heißt, es muss auch schon klar sein, wie sein Character Arc aussieht, das heißt, wo steht er am Anfang, wo ist er am Ende, solche Dinge. Ja, das ist essentiell wichtig für so ein Spiel. Macht ja nicht nur demjenigen, der die Story schreibt, irgendwie das Leben einfacher, sondern auch den ganzen anderen. So ein Artist zum Beispiel kann dann anfangen, solche Sachen zu malen und weiß im Grunde genommen, in welche Richtung er malen soll. Und das gilt für alles, ja. Es werden am Anfang dann irgendwie von den Artists Bilder gemalt, ja, im Groben und Ganzen, von Level, von Monstern, von den Charakteren, von den Rüstungen und so weiter, um schon mal einen Eindruck davon zu haben, wie sie später im Spiel dann tatsächlich aussehen sollen, welche gut sind, welche verworfen werden, was zusammenpasst, damit es einigermaßen aus einem Guss wirkt und was dann tatsächlich gebaut werden. Und den ganzen Sermon, den wir hier erzählen, den kloppen wir dann in ein Wiki, unser hausinternes Wiki, mit Bildern, mit entsprechenden Beschreibungen, ja, welche Monster und welche Prioritäten, das heißt, welche Monster sind wichtiger als andere, die als erstes gemacht werden sollen und. Das ganze Ding nennt sich dann Game Design Dokument oder überhaupt Dokumentation des Projektes, Overview und so weiter. Auch für die entsprechend unterschiedlichen Ansprüche, ne? Klappentext, was würde dann da draufstehen im Groben und Ganzen über das Spiel, was ist das Besondere, wo sind die Unique Features, das heißt, wo unterscheiden wir uns zu anderen Spielen. Jemand, der die grobe Geschichte erzählt haben will, der soll sich nicht durch alle Missionen durchklicken müssen, der braucht eine Übersicht. Wir brauchen noch eine andere Übersicht darüber, wie der zeitliche Ablauf ist. Das heißt, in welchem Jahr ist was passiert, wann kam der Meteor auf die Erde runter bei Elex, ja, wann ist der Kaldrin dazu gestoßen, wann, ne, und so weiter und so weiter. Also die Dinge, die müssen alle festgelegt werden und das ist dann die Designphase sozusagen. Dokumentation und den ganzen Kram. Kann man sagen, dass sich viele irgendwie, wenn sie mit ihren Aufgaben zu einem Projekt irgendwie fertig geworden sind, dann auch sagen, jetzt können einige schon mal anfangen, sich fortzubilden oder neue Programme zu lernen oder neue Features sich anzugucken, die es mittlerweile auf dem Markt gibt und. Ne, auch so im Programmierbereich, der guckt dann, wie können wir denn jetzt unsere Engine wieder aufmöbeln irgendwie, dass das nächste Mal auch tatsächlich geiler aussieht und so weiter und so fort. Während andere dann irgendwie schon mal am Grobdesign sitzen. Und wenn man dann an diesem Punkt angekommen ist, dann im Grunde genommen können dann alle loslegen. Ja? Level kann dann anfangen, die Sachen, die festgelegt werden, zu bauen irgendwie. Die Artisten, die können zeichnen. Die Programmierer, die können Tools zur Verfügung stellen. Und wir können anfangen, die Feinausarbeitung der Story zu machen. Ja, das ist unser Projektstart. Das gilt ja nicht unbedingt für jeden, ne? Aber für uns. Ne? Ja. Das heißt, wir haben ein großes Projekt. Wir sind ein Riesenkahn, der irgendwie auf dem Meer rumschippert und den umzuwälzen oder irgendwie lang zu lenken oder so dauert immer sehr lange und so weiter. Bei kleineren Projekten kann man mal ein paar Punkte überspringen. Sollte man aber nicht machen. Also auch selbst bei kleineren Projekten sollte man sich schon irgendwie über alles klar sein, wie es laufen soll und es festlegen, sonst hat man nachher das Nachsehen. Ja, und mal eben mitten im Projekt irgendetwas Grundlegendes zu ändern. Ganz schlechte Idee. Gut. Kommen wir zum nächsten Sektor, nämlich dem Community-Sektor. Die Jenny hat mal wieder eine Frage mitgebracht. Genau, es hat einer gefragt, kann man eigentlich einfach so bei uns vorbeikommen? Ja, kann man denn einfach bei uns so vorbeikommen? Also wir haben eine Klingel da unten, ne? Und jeder weiß auch irgendwie, wo unsere Adresse ist, aber... Ja, ist natürlich schwierig. Würde jetzt gerade einer klingeln, dann würde wahrscheinlich einer aufmachen, dem kurz die Hand schütteln und ihn aber wahrscheinlich nicht reinlassen oder durch die Firma führen. Das hängt immer mit unterschiedlichen Sachen zusammen. Erstens, wenn wir in so einer Phase sind wie jetzt, dann werden ganz viele Dinge neu, wie wir gerade erzählt haben, designt und entschieden. Und dann lassen wir ja nicht einfach irgendwelche Leute, die das noch gar nicht sehen und das noch gar nicht wissen sollen, durch unsere Firma laufen. Das heißt, ein Lächeln oder ein Handschlag kriegst du vielleicht, aber eigentlich macht das keinen Sinn, bei uns einfach so vorbeizukommen. Man kann uns natürlich auf Messen treffen, man kann uns zu verschiedenen Events treffen. Wie auf der Gamescom demnächst, ja. Genau. Zum Beispiel, wenn diese Folge nicht sowieso schon vorbei ist, wenn die Gamescom schon gewesen ist. Davon gehe ich aus. Davon gehen wir aus, ja. Egal. Aber egal, es ist immer irgendwas, was demnächst kommt. Insofern könnt ihr uns da auch treffen.
Aber sowas wie den Tag der offenen Tür, den haben wir nicht. Das macht auch eigentlich gar keinen Sinn. Wir haben irgendwie unsere Designs, unsere Arbeit, an der wir gerade sitzen, irgendwie in den ganzen Räumen verbreitet. Jetzt wissen wir haben Tag der offenen Tür, dann wird alles irgendwie versteckt, irgendwie in den Keller gekarrt, abgeschlossen, damit ja auch niemand was sieht. Und die Leute, die kommen dann rein und sehen Bürostühle und Tische. Hier gibt's auch gar nicht so viel zu sehen. Ja. Nur ein paar Rechner, die rumstehen, ein paar Leute treffen. Ab und zu machen wir sowas wie eine Studiotour. Ja. Ne? Jetzt zuletzt war ja die GameStar bei uns. Da gibt's noch was irgendwie mit irgendeinem Plus-Abo kann man sich das bei der GameStar angucken. Und es gibt auch noch eine ältere Studiotour einfach so bei uns auf dem Piranha Bytes YouTube-Kanal. Wenn ihr da mal ein bisschen runterscrollt unter die ganzen Piranha-Becken TV-Folgen, da seht ihr auch noch eine Studiotour von vorher. Insofern... Gut. Ja. Dann kommen wir mal wieder zu unserer tollen Trophy-Box. Da sind nämlich ganz tolle Sachen drin. Und zwar, die Jenny sucht sich jetzt was aus. Da ist sogar eine Rolle Klopapier drin, aber die meine ich nicht. Hier, guck mal. Wie wär's denn mit dem hier? Ja, Mann, mach mal den. Machen wir den? Okay, also, das ist Harvey. Ja? Das ist ein kleiner Hase von Dedalic. Hier. Genau. Nimm mal den Harvey. Den haben wir von Dedalic geschenkt bekommen. Der Carsten Fichtelmann hat uns eingeladen, bei denen mal einen Vortrag zu halten und um über uns mal so ein bisschen was zu erzählen. Und wir haben sozusagen einen Vortrag über uns selbst gehalten bei Dedalic. Und ich bin schon mal bei denen gewesen im Zuge der Devplay-Reihe. Ne? Da hatten wir mal über Blackguards 2 ein paar Devplay-Folgen gedreht. Und da hat man mir dieses Tierchen geschenkt. Vielen Dank dafür. Und ich muss sagen, die Edna bricht aus und Habes Augen-Reihe fand ich auf jeden Fall richtig spannend und auch cool. Habes neue Augen. Ja, es gibt jetzt tatsächlich bald eine Neuauflage von Edna bricht aus. Mhm. Ist gerade in der Pipeline. Das ist ganz cool, ne? Obwohl mein persönlicher Liebling ja immer noch Spot ist. Aber Harvey mag ich auch. Spot ist der kleine Wurm. Ich glaube, es ist eine Raupe oder so, ne? Bei Whispered World. Genau. Also das war schon ziemlich geil. Der zweite Teil davon, glaube ich, ist Silence, ne? Ist auch ein neues Spiel von Dedalic, auch letztes Jahr rausgekommen. Ja, ich kann das so nicht sagen, denn ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, das zu spielen, obwohl ich Whispered World wirklich sehr gerne Dann sollten wir das mal tunlichst nachholen. Genau. Ne? Und für alle, die gerne Adventures mögen, mittlerweile macht Dedalic ja auch ganz andere Sachen, ne? In Richtung Strategie machen sie viel und haben jetzt auch noch auf der Gamescom, wenn ich das jetzt sage, wahrscheinlich in der Vergangenheit ein Announcement gehabt. Und das lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Die machen auch ganz tolle Sachen. Ja. Gut. Dann wären wir durch heute, ja, mit unserem Sermon. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. So, bevor wir hier wegfließen, machen wir mal die nächste, wa? Auch ein schönes Thema. Wegfließen. Nein.